Okay, okay, okay. Sehr strange. Sehr, sehr strange. Vor allem, was ist mit den ganzen Namen, die da drin sind? Das ist voll krass. Hm. Ja, ich glaube, dann haben wir das hier, oder? Sind wir hier soweit fertig? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ich will gar nicht unter dem Bett gucken, ob da noch irgendwas ist. Irgendwie, weiß ich nicht. Wirkt ein bisschen strange. Okay, warte mal, wo geht's denn hier jetzt weiter? Ah. Fenster, genau, da war ja was. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Hm. Okay, dann mal auf mit dem Lachs nochmal hier rein. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ah, okay, das ist das Zimmer von Oma Edith, alles klar. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. Huch. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Alles klar. Ja, mach zu den Lachs. Jetzt habe ich das auch verstanden. Es gibt hier also scheinbar einen Familienfluch und das ist wohl das neue Finch-Haus hier. Oder wie darf ich das verstehen? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Okay. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Auf dem Foto sah sie jetzt noch gar nicht so alt aus, ne? Hier ist Sven Finch, gebaut 1937. Edie told people Sven was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon kills Finch. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Da ist noch was. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Maulwurfmann. Oh Gott, ich hoffe, wir begegnen keinen Maulwurfmann. Bitte nicht. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ach du Scheiße, was ist das denn? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Um Gottes It was Willen. a pretty big trace. Das sieht fürchterlich aus. Sieht einfach nur fürchterlich aus. Eigentlich gehört man verprügelt, wenn man so ein Badezimmer hat. Okay, klar, der Stuhl ist da natürlich drin, weil sie ja im Rollstuhl saß. Der Campingstuhl. Und was haben wir hier? Ah, hier haben wir wieder unseren Schlüssel. Und hier können wir wieder das Geheimnis offenbaren. Alles klar. Mach mal auf den Lachs und dann gucken wir da mal rein. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look.
So, also es gibt ein Geheimnis hier im Badezimmer. There's a secret in this bathroom. It isn't in the cupboard. Es ist nicht im Schrank versteckt. It's hidden in this book. Aha. Alter, dieses Haus, ne? Dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus. Dieses Haus macht mich fertig. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ah, okay, das ist ein Entwicklungszimmer, alles klar. Oder auch mehr. Wer weiß, wo das noch hinführt, ne? Das ist ja... Hier in dem Haus ist das ja... scheinbar grenzenlose Freiheit. Milton. Schon wieder irgendwas mit... Milton? Fort Calvin. Explore the Universe. Space. Okay, Milton war scheinbar ein ziemlich großer Fan von von Weltall und sowas. Während hier drüben Fort Sam es mehr so klassisch mochte, wie es scheint. Okay. Jetzt natürlich die Frage, was haben wir hier? Können wir hier... I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Okay. To Command Center. Das ist voll süß. Aber das ist voll cool gemacht, ne? Das ist echt voll geil. Ich wünschte, als Kind früher, ich hätte sowas gehabt. Das ist voll nice. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. Was haben wir hier? Eine Notiz, wie es scheint. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Okay, der hat sich im Bein die wehgetan. before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Oh oh. Ich glaube, es ist gleich noch nicht mehr... I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Oh oh. Ich glaube, das Bein ist gleich sein kleineres Problem. Maybe he'd still be here. But I doubt. Was passiert da gleich? I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Okay. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Calvin mit 11 Jahren versucht hat zu fliegen und es hat nicht so wirklich funktioniert. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ja, stimmt, das haben wir ja gerade schon gesehen gehabt. Das haben wir ja geöffnet, das Seil. Oh Mann. Mies. Wie gesagt, ich denke, wir können uns alle, wir können uns, denke ich, alle... Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again.
Wir können uns alle auswählen, was mit dem kleinen Calvin passiert ist, als er da eben versucht hat, einmal um die Schaukel rumzuwippen, sozusagen. Naja. Und der nächste Geheimgang, oder wie? Das ist doch unfassbar, oder? Krass. Nee. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Okay, wo sind wir hier? Ach du Scheiße. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. My Friend Bigfoot. Staring oder Introducing Barbara Finch. Okay. Also Barbara Finch war eine Schauspielerin, eine Kinderschauspielerin. Und das mit den meisten Kinderschauspielern nicht alles so im Reinen ist, wie man vielleicht immer denkt. Ich denke, das ist kein Geheimnis, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen so. Barb Street, natürlich. Okay, haben wir ganz viele verschiedene Bilder. Da haben wir zum Beispiel was von Kiss, das ist so an Kiss angelehnt. Seattle Starlets, okay. Jede Menge Bücher. Hier haben wir noch ein Penelopes Anzug. Da hat sie scheinbar gearbeitet, würde ich jetzt aber mal sagen. Und eine Happy Birthday, was ist das, ein Kuchen oder Pizza? Ne, Pizza ist das nicht. Kuchen, würde ich sagen. Und natürlich auch Zigaretten, was mich jetzt nur wundert. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Was mich jetzt wirklich nur wundert, bei den Kindern im Zimmer sind auch Zigaretten gewesen. Und die waren ja beide nicht älter als 12 oder so. Haben die alle schon geraucht wie ein Schlot oder was? Dreadful Stories. Was haben wir hier? Ein Comic. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Das überraschende Ende der Barbara. Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent.
Ernsthaft? She found Rick's crutch and imagined the worst. What the fuck? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Boah, was? Okay, das mit der Kreissäge war ja unser Vater, das wissen wir ja mittlerweile. Ah, das ist total cool gemacht. Was? Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Und wieder die Musik so, weißt du? Sehr schön. Michael Myers. Hey, was soll das? Die schönen Rollschuhe, Mann, das kannst du nicht bringen, Digga. Du ungezogenes Balk. Jetzt bring ich dir Manieren bei. Walter, are you there? Walter? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh, fuck. I returned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ja, hier gibt es bestimmt ganz viele Auswege in diesem Haus. Das ist ja... Lenkt nichts mehr Neues. Ah, hier, guck mal da. Da ist ein Fenster, natürlich. That night, she played her part beautifully. Oh, das ist das Zimmer von Molly. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ah, der steht doch bestimmt gleich irgendwie hinter uns oder sowas, oder? Ah. Können wir rausgehen? Nee, okay. Oh Mann. Mann, das ist nicht gut, da jetzt hinzugehen zu dem Typen. Der steht doch eh gleich wieder auf. Der ist weg. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Oh, lass doch die Tür zu, Mann. Wir müssen die Tür aufmachen. Ah. the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear.
was her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay, na gut, ich wollte gerade sagen, so hat wahrscheinlich... ich denke, so hat jetzt wahrscheinlich keiner gehofft, dass Barbara endet. Ich meine, ist klar, sie war berühmt am Ende, aber naja. So wirklich toll war das jetzt nicht. Hat man sich bestimmt anders vorgestellt. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Tja. In der Tat. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Naja. Bleibender Eindruck und so, ne? Okay, wir gehen mal gucken, was haben wir denn hier noch so? Wer war hier? Gregory haben wir hier noch. Da haben wir Calvin, das wissen wir ja mittlerweile, was mit seinem Schicksal, was mit ihm passiert ist. Und hier drüben haben wir noch das Zimmer gehabt. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Und wer war hier? Molly. Okay. Na gut, dann gehen wir uns mal die Spieluhr angucken. Ich will es zwar ehrlich gesagt ungern, aber naja, was willst du machen? Wir müssen ja. Okay, so lange drehen, bis das Ding rauskommt, alles klar. Aha. Aber irgendwie möchte ich nicht in den Keller. Keller haben immer sowas Unheimliches und ich glaube, dass es bei dem Keller hier nicht anders sein wird. Naja. Gucken wir mal. Schönen guten Tag. Sven, okay. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Eine Tetanusspritze nochmal haben, okay. Da war die Kreissäge, wo sich der Vater mit wehgetan hatte. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Oh, diese Edie ist mir sowieso irgendwie... Ah, weiß ich nicht. Maybe she was hiding presents. Komische Alte. It turned out she was hiding a lot more than that. Klar, ein Geheimgang. Natürlich. Was auch sonst.
I remember asking Mom once about where Walter had gone.